Da haben wir ihn, den Carrefour. Also das ist jetzt so eine kleine Mall, wo großer Carrefour auch drin ist. Genau. Und ich schaue mir mal so die Preise an von dem Supermarkt und generell so den Aufbau. Und ich würde mich freuen über Kommentare, wenn ihr die deutschen Preise kennt. Ich bin da so schlecht informiert. Ich kaufe einfach immer im Supermarkt. Ich gucke nie auf die Preise, da bin ich nicht so gut drin wie andere. Deswegen kenne ich die Preise nicht. Wenn ihr die Preise kennt, schreibt es in die Kommentare. Okay, Freunde, danke. Also gehen wir mal rein in Carrefour. So, im Eingangsbereich gibt es immer erstmal so Angebote, wenn man reinkommt. Das haben so die französischen Supermärkte alle an sich. Und dann haben wir hier so eine Frühstücksbox für 4,50. Baguettes für 3 Euro. Gute Baguettes, die sind echt mega lecker. Genau. Deren Milch, glaube ich, Candia, genau. Fisch im Angebot. Also erstmal so, das ist so der Klassiker. Man kommt rein und dann hat man erstmal so ganz spezielle Angebote immer. Können ja mal gucken, was es hier so gibt. Nüsse. Also Rosinen für 3 Euro. Halbes Kilo. Getränke sind in Frankreich immer dahingehend lohnenswert, weil man eben keine Pfandretoure machen muss. Und die Sachen einfach wegschmeißen ist jetzt umwelttechnisch nicht so gut, aber ja. Cola Cherry, 20 Dosen, 12 Euro. Das hat man in Frankreich auch sehr oft, dass man den zweiten Artikel reduziert bekommt. Also hier würde jetzt ein 6er-Pack 3,09 Euro kosten. Wenn man noch einen zweiten nimmt, kostet der zweite 1,54 €. Schweppes Mojito für 2,34 €. Hier haben wir jetzt 20 Dosen für 8,56 €. Genau, und dann eben verschiedene Dosen. So, ich zeige euch noch ein leckeres Getränk aus Frankreich. Falls ihr es nicht kennt, Oasis, mega lecker. Aber auch teuer finde ich jetzt 4 Flaschen, A2 Liter für 8 Euro, das heißt 2 Euro die Flasche, ist schon happig. Orangina, auch ein bombastisches Getränk, super lecker. Kann ich nur empfehlen, wer es nicht kennt. Genau, und hier nochmal die Oasis-Flaschen einzeln. Gehen wir mal weiter. Geschirrspülmaschinen-Tabs. 8,33 €. Wie viel sind da drin? 46 Stück. Sun. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das eher eine gute Marke ist oder eher so eine Hausmarke, ehrlich gesagt. Und das zweite Produkt 2,67 €. Zahnpasta. Ja gut, das sind also, eigentlich muss man bei Zahnpasta, ich gucke mal, ob ich einzelne finde. Da kann man dann besser vergleichen als diese Sparpacks. Da muss man dann genauer hingucken. Wir wollen es nicht verkomplizieren. Hier gibt es dann nochmal so eine Haushalts- und Gartenabteilung und so weiter. Also der Carrefour ist ziemlich groß. Und jetzt gehe ich mal die nächsten Gänge. Wichtig sind ja Molkeprodukte, Brot, Butter, Milch, sowas, so die Klassiker, ne? Dass man so einen Richtwert hat. Oh, Ariel sieht aber teuer aus. Das haben wir hier. Dieses Flüssigwaschpulver 9,85 € oder 10 Euro teilweise. Hier Klassiker, Megapack 11,59 €. Also ich glaube, das ist alles in Deutschland billiger. Bitte schreibt es in die Kommentare, wenn ihr die Preise kennt, die aktuellen Preise.
Gerne reinschreiben. Nutella. Das sind 825 Gramm Gläser. 5,89 €. Auch da bitte schreibt die aktuellen Preise mal in die Kommentare. Das ist natürlich immer in den französischen Supermärkten das Beste, das frische Brot. Haufenweise Baguettes in verschiedenen Varianten. Also hier vom Laugen-Baguette. Sieht echt lecker aus. Bisschen knuspriger. Hier die großen Tüten, das sind die besonders günstigen, die man kriegt. Große Tüten. Also Baguette ist schon was Cooles. So frische Baguettes, wirklich sehr lecker. Vollkornvariante und so weiter. Genau. Und dann natürlich auch ein bisschen Brote. Aber nicht vergleichbar mit Deutschland, also ganz anders. Diese Selbstladedinger kennen wir auch, aber jetzt kommt was ganz Besonderes. Und zwar, da ist Deutschland wirklich noch hinterher. Diese Motivtorten, die man sich hier einfach wegnehmen kann. Spider-Man, Batman, Cars, Pokémon, Pepper Woods, SpongeBob, also wirklich cool. 18,50. Also wenn man mal Kindergeburtstag feiert und genau, ein bisschen weniger Mühe sich machen will, dann holt man sich einfach diese Motivtorten hier. Das machen sehr viele in Frankreich. Und das ist auch eine meiner Lieblingsabteilungen hier, dieses Gebäck. Sieht das nicht lecker aus? 10,99 € für eine Erdbeertorte, kann man nichts sagen. 11 € für eine Himbeertorte. Die sehen besonders lecker aus, Freunde. Das sieht auch mega lecker aus. Hier mit Maracuja sogar. Oh mein Gott. Da will man am liebsten direkt reinbeißen. Diese Eclairs, 4 verschiedene, 4,50 €. Gibt aber auch 2 für 2,55 €. Das ist auch immer sehr lecker. Das mag ich auch. 2 €, wirklich ein Schnapper. Genau. Jetzt vermisse ich eine Sache hier. Die Torte ist gerade im Angebot. Jetzt vermisse ich eine Sache. Ah, hier noch was Sehenswertes. Und zwar die sogenannten Milfeys. Haben sie gerade nicht da. Milfeys, wenn ihr die mal probieren könnt, macht das. Eins der besten Delikatessen hier. Jetzt gehe ich mal in die Obstabteilung. Die ist riesig. Dann fische ich mir mal ein paar Sachen raus. 5 Kilo weiße Zwiebeln, 4 €. 5 Kilo Kartoffelsack, 4 €. Es sind natürlich noch ganz viele andere Zwiebeln, aber das ist jetzt dieser Sack, der im Angebot ist. Auch Kartoffeln gibt es verschiedene. So, die Frischfischetheke ist auch immer, Frischfischtheke so rum, ist auch immer ganz gut. Also Tomaten, 5 € das Kilo und die rechten 3,50 € das Kilo. Das ist nicht günstig. Paprika, die roten 5 € das Kilo. Gelb, grün auch, alle 5 € das Kilo. Auberginen, 2,69 €. Da nehme ich mir, glaube ich, ein paar mit. Ja, da nehme ich mir jetzt mal ein paar mit. Zucchini, 2,69 €. Avocados, 1,50 € das Stück. Ich war letztens auf Teneriffa, da habe ich, glaube ich, 2 € pro Kilo bezahlt. Das war richtig gut, also es war ein bombastischer Preis. Da musste man sich dann auch so einen ganzen Sack Dreck mitnehmen für ein Kilo. Ananas aus Costa Rica, 3 €. Mangos aus Peru, 2 €. Das Stück, Freunde, das Stück. Ja, es vergeht einem die Lust bei den Preisen, ne? Und die muslimischen Zuschauer, also wer Halal-Fleisch braucht, das gibt's hier echt.
en masse, ja. Also guck mal, die ganze Reihe. Die ganze Reihe. Jetzt kannst du es wegschalten. Die ganze Reihe Halal-Fleisch. Also für die, die es interessiert. Alles Mögliche. Ich kann ja einmal ganz kurz abfilmen. Hier Nuggets, Fleisch, also hier so Burgerfleisch, Merguezwurst. Kebab, alles drum und dran. Alles drum und dran. Fleischbällchen. Und dann verschiedenste, auch Aufstriche, Leberkäse, glaube ich, soll das sein, Salami, alles drum und dran, ja Freunde, also hier werdet ihr fündig. Hier diese gelben, goldenen Äpfel, 2 Euro das Kilo, Mandarinen 2,50. Hier die Äpfel 3 Euro und die jetzt 4 Euro. So, das ist hier so die Hausmarke. Tomatensauce Bolognese 1,85. Klein und gibt es auch nochmal in groß in 2,73. Ja, und dann gibt es ja verschiedene Sorten. Das ist so die Hausmarke. Currysoße. Ich glaube, die Preise sind ganz human, oder? 1,35 und das normale 1,55. Natürlich gibt es hier auch die Markenprodukte, die sind natürlich teuer. Ich konzentriere mich jetzt mal auf die Eigenmarken. 500 Gramm Linguine, 99 Cent. Spaghetti 70 Cent. Farfalle 1,65. Penne 85 Cent. Die kleinen Reisnudeln oder wie die heißen. Die großen Penne 1,69 und so weiter. Also das ist auch hier wieder die Hausmarke, auf die ich mich konzentriere. Es gibt auch Spaghetti im Kilopack für 1,79. Cannelloni, Lasagnenblätter. Also ja. Das sieht auch nach einer günstigen Marke aus. Simple heißt sie sogar. Auch nochmal ähnliche Preise. Genau. Wobei hier, ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen teurer. Und da hinten Barilla, genau. Hier gibt es dann auch nochmal Couscous, wenn man es will. Also es ist wirklich ein großer Supermarkt. Also 20 Eier, 5,20 Euro. Die werden hier auch am meisten gekauft. 20 Eier, 5,20 Euro. Ich weiß nicht, ob das guter Preis ist. Das ist so die Hausmarke wieder. 6 Stück 1,59. Die sind aber falsch, weil das sind 6 und hier stehen 12. Hier haben wir 6 für 1,79 Eier. Gehen wir mal weiter zur Milch. Die ganz normale, günstige Milch suchen wir. Das muss die hier sein. Simple. Genau, jetzt finde ich hier den Preis nicht. Das ist natürlich doof. Tut mir leid, Freunde, ich finde den Preis nicht. Da ist kein Preis ausgeschildert. Das sind nämlich die oberen. Das ist jetzt doof. Oh, bei der Milch ist jetzt doof. Das ist auch eine Hausmarke. Das sind diese Plastikflaschen. 500 Milliliter. 6,48. Also auch Kaffee. Also alles in Überfluss. Da braucht man sich echt keine Sorgen machen, dass man hier nichts findet. Also es ist ein riesengroßer Supermarkt. Wirklich, wirklich gut.
ausgestattet. Man findet alles, was man sucht. Und also den Großeinkauf kann man hier definitiv machen. Schokolade. Da gibt es auch ganz viel französische Spezialitäten, die es bei uns gar nicht gibt. Ich sag mal Beispiele hier, zum Beispiel die ganzen Kekse und sowas alles. Vor allem hier so Kekse und solche Sachen. Hier Gebäck gibt es ja in Frankreich massenweise. Schaut euch das an. Auf der rechten Seite ist dasselbe nochmal. Ja. Viel mehr Auswahl als bei uns da. Da gibt es einfach viel mehr. Ist einfach beliebter. So, mit Chips gibt es nochmal so einen ganzen also so einen Doppelgang quasi, rechts und links. Alles mit Chips. Getränke. Also das ist jetzt alles nur Wasser hier. Und Limonade und alles. Ja, riesig. Riesensupermarkt. Das ist alles Butter hier. Ganz viel Butter auch, also extrem viel Auswahl. Auch beim Präsident hier, das ist alles Butter. Schaut euch das an, wie viel Butterauswahl man hier hat. Das ist doch verrückt. Bis hier vorne hin, das ist jetzt Margarine. Genau. Was auch sehr viel hier in Frankreich ist, ist natürlich Camembert. Verschiedenste Sorten, Brie, auch in Kilopackungen und sowas alles. Hammer. Hammermäßig. So. Genau, ich gehe mal zur Kasse jetzt. Kassen gibt es hier auch 1000 Stück. Ganz viele Kassen. So, bin jetzt wieder raus aus dem Laden. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es fandet. Ob ich den einen oder den anderen Artikel vergessen habe. Dann komme ich nochmal hierher. Aber so ein kurzer Einblick, was so der französische Carrefour hat, ist, glaube ich, gar nicht so übel, für den es interessiert. Vielen Dank fürs Einschalten, Freunde, und bis zum nächsten Video. Macht's gut.